Wirklich wichtig sind mir tatsächlich die einfachen und grundlegenden Dinge im Leben. Ein stabiles soziales Umfeld, ausreichend hohes Einkommen, um sich jetzt nicht allzu viel Sorgen um Geld machen zu müssen. Später dann sicherlich auch die Familie. Ähm, genau. Und einfach ein gutes, ausgeglichenes Leben zwischen Arbeit, Herausforderungen und Freizeit. Dass man immer so ein gesundes Grundlevel an Stress hat, aber nicht zu viel, das wäre schön. Wenn auch sicherlich manchmal utopisch. Was macht mich glücklich? Ja, ich bin sehr gern draußen. Ich gehe gerne wandern. Ich bin tatsächlich Jäger. Das heißt, ich verbringe viel Zeit in der Natur, vor allen Dingen abends, was ja jetzt auch gerade im Sommer wahnsinnig schön ist. Im Winter auch mal bedeuten kann, dass man bei minus 10 Grad da draußen sitzt, stundenlang. Aber auch da ist es sehr schön. Man sieht viel, man sieht Tiere, man hört die Vögel. Es ist einfach eine angenehme Atmosphäre. Wir tun im Revier auch häufig irgendwelche Umweltschutzmaßnahmen durchführen, indem wir irgendwelche Benjeshecken anlegen oder sowas, einfach damit wir mehr Brutmöglichkeiten schaffen für Vögel, auch wenn wir sie gar nicht jagen. Und hauptsächlich geht es bei uns im Revier tatsächlich darum, die Umwelt zu fördern. Wichtig ist mir natürlich auch, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und sicherlich macht mich das immer sehr, sehr glücklich, wenn einem mir Wertschätzung entgegengebracht wird. Ich werde mich jetzt in meiner Masterarbeit wahrscheinlich auch mit umweltfreundlichen Schmierstoffen beschäftigen und hoffe so dann doch auch meinen Beitrag zu einem besseren Umfeld und einer besseren Welt, in der wir alle leben können, zu schaffen. Ich hatte aber das große Glück, auch nicht nur als Student, sondern auch als studentischer Vertreter immer wieder mit Frauen aus Lehre, Verwaltung, Wissenschaft zusammenzuarbeiten und habe da sehr positive Erfahrungen gemacht. Das ist zum einen mit der Frau Meyershofer von unserer Fakultät, die das Studienbüro managt, die wahnsinnig viel im Hintergrund tut, dafür, dass die Lehre an unserer Fakultät hervorragend läuft, die immer als sehr gute Ansprechpartnerin dient, sich wirklich sehr für die Belange der Studierenden einsetzt und einfach dafür sorgt, dass Probleme, wenn sie aufkommen, immer sehr schnell gelöst werden, sich nichts irgendwie festfährt in irgendwelchen Gräben. Tut sie, ohne dass es die meisten Studenten mitbekommen, sehr, sehr viel dafür, dass man bei uns sehr angenehm studieren kann. Es ist, wen ich auch immer bewundere für ihre Durchsetzungskraft, ist die Frau Meyering, hier aus der Zentralverwaltung, die es auch einfach geschafft hat, in diesem schwierigen Umfeld mit vielen Ansprüchen, politischen Meinungen der unterschiedlichen Fakultäten, der unterschiedlichen Statusgruppen innerhalb dieser Universität sich durchzusetzen. Sie ist da wirklich, also hat da wirklich meisterhafte Taktiken, was ich auch tatsächlich auch, wenn sie sich auch mal gegen uns als studentische Vertretung durchsetzt, doch immer mit Respekt bewundere. Ja. Die Frau Kunnes aus der Rechtsabteilung ist auch noch jemand, mit der ich die Zusammenarbeit immer sehr positiv wahrgenommen habe. Die hat auch die schwierige Herausforderung, all diese Ideen von all diesen Köpfen in der Universität, die ja durchaus mal verrückt sind, irgendwie in Formen und Bahnen lenken zu müssen, dass die tatsächlich durchführbar sind und auch den einen oder anderen Leuten erklären zu müssen, warum ihre Idee, so toll sie auch klingt, doch irgendwelche Nachteile hat oder keine rechtliche ja, rechtlich nicht abgesichert ist, und sie macht das auch auf eine total nette und wertschätzende Art und Weise und ist da auch immer sehr zugänglich für Diskussionen. Das ist auch wirklich auch was tatsächlich dazu beiträgt, dass diese Universität hier gut läuft, was man aber als normaler Studierender nie im Leben mitbekommen würde. Ja. Aus dem Wissenschaftsbetrieb kenne ich dann noch die Frau Behrensmeier. Die kenne ich aus Eignungsgesprächen, die kenne ich aus Berufungskommissionen, die kenne ich aus dem Fakultätsrat, wo ich auch einfach viel mit ihr zusammengearbeitet habe und die auch einfach eine unglaublich nette und freundliche Art hat, dafür zu sorgen, dass Diskussionen am Boden des Rationalen, also des Pragmatischen zu bleiben, insbesondere dann, wenn der ein oder andere Akteur Diskussionen anfängt, wo man dann schon irgendwann merkt, dass es nur noch ums Ego geht, schafft sie es doch auch immer wieder, ihre Kollegen da zurückzuholen und für sinnvolle und zielgerichtete Diskussionen zu sorgen. Und das freut mich immer sehr und das weiß ich immer sehr zu schätzen.